Hallo Leute, ich bin Wolfen von Black Trident und heute sprechen wir über eines unserer beliebtesten Holstermodelle, nämlich das Torholster. Alles, was ihr wissen müsst, das erfahrt ihr in diesem Video. Schauen wir uns das Torholster genauer an. Das Torholster ist das Holster für Leute, die dynamisch schießen wollen, die taktisch schießen wollen, sportlich schießen wollen, Verteidigung schießen möchten. Und das Torholster kommt wirklich feature-packed. Hier sind viele Dinge schon integriert, die ihr bei anderen Holstern vermissen werdet. Wenn wir uns das Holster jetzt sozusagen mal vom Grundaufbau anschauen, ist das Torholster ist eben kompatibel mit allen Rotpunktvisieren, die aktuell am Markt verfügbar sind, bis hin auch zum Trijicon SRO, was noch weiter nach vorne geht als Standard-Cuts bei Kurzwaffen. Ja, wer jetzt dann sozusagen sich mit Rotpunktvisieren beschäftigt, der wird vielleicht merken, hey, irgendwie meine Standardvisierung, die ist niedriger als der Rotpunktvisierkörper und ich kann die gar nicht mehr verwenden. Und deswegen bauen dann viele Leute Schalldämpfervisiere ein, die höher sind und über den Rotpunktvisierkörper drüber gehen. Da ist dann oft das Problem, die Visierung ist zu hoch, passt fürs Holster nicht mehr. Und das ist etwas, daran haben wir bei Black Trident natürlich schon gedacht. Und hier seht ihr, dass beim Torholster genauso wie alle unsere Holster die Schalldämpfer-Visier-Kompatibilität voll gegeben ist. Ja, dann, wir haben vorher schon über Kompensator gesprochen. Was das Torholster genauso wie alle unsere anderen Holster featured, ist ein Open Muzzle Design. Das hat nämlich den Vorteil, dass ihr beim Holster mit Kompensatoren, Mündungsbremsen und Gewindeläufen arbeiten könnt, ohne dass sozusagen das Holster an Funktionalität verliert. Des Weiteren ist hier eben der Ziehwiderstand individuell einstellbar über diese Schrauben am Holster. Und hier im Bereich zwischen Griffstück und dieser Holsterkante sind ca. 30 mm Platz. Das ist nämlich vor allem dann wichtig, wenn ihr im Winter schießen geht und mit Handschuhen mit dem ersten Griff gleich ein vollwertiges Griffmuster aufbauen möchtet. Des Weiteren sind auch Anbauteile, wie zum Beispiel Extended Slide Releases, also vergrößerte Verschlussfanghebel, schon mit eingearbeitet im Design, sodass auch hier euer Holster noch immer passt. Gerade wenn es um das Holster geht und speziell beim Torholster ist einer der häufigsten Fragen, hey, welche Montage soll ich denn wählen? Bevor ich auf die einzelnen Montagemöglichkeiten eingehe, gehe ich noch kurz auf ein kleines Zusatzfeature ein, was gerade beim Torholster sehr wichtig ist. Das Torholster featuret innen ein ausgekühltes Bohrungssystem und dieses Bohrungssystem macht das Holster an sich, also ihr könnt bei uns auch nur das Holster kaufen, was sozusagen die Waffe hält, mit einer Vielzahl von am Markt erhältlichen Montagen kompatibel. Egal ob du Safariland, Bladetech oder G-Code hast, das Holster hat hinten ein Bohrungssystem, wo das auf dein Montagesystem, was du vielleicht schon zu Hause hast, drauf passt. Etwas wirklich Spannendes hier, das ist das Schnellwechselsystem, was hier drauf montiert ist. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel ein Safariland QLS Schnellwechselsystem auf einer Mid-Ride-Montage. Was die Montagehöhen sind, was Mid-Ride ist, darauf komme ich gleich. Und hier habt ihr eben die Möglichkeit, schnell zwischen verschiedenen Holstern und Waffen zu wechseln. Ihr seht zum Beispiel, ich habe hier eine Sig Sauer und eine Glock. Und hier hätte ich eben die Möglichkeit, wenn ich ein passendes Holster dazu habe, dass ich zwischen diesen Waffensystemen rasch wechsle. Ein weiterer Vorteil eines Schnellwechselsystems ist, dass ich eben auch meine Waffe mit dem Holster so transportieren, lagern kann und da sozusagen auch den Abzug immer geschützt habe. Ja, jetzt habe ich es vorher schon angesprochen, ich habe vorher schon über Mid-Ride gesprochen. Bei Mid-Ride, das ist eine der 3 Tragehöhen, wenn man über Holster spricht. Fangen wir mal an mit dem obersten, das ist nämlich High Ride. High Ride, das ist eine Tragehöhe, dabei spricht man davon, wenn das Holster wirklich auf Gürtelhöhe sitzt. Das ist einerseits eine super angenehme Tragehöhe für ein Holster, weil es ist gerade etwas für Leute, die das viel im Alltag tragen und Co. Es bewegt sich immer mit einem mit, weil der Montagepunkt ist die Hüfte. Und die Hüfte ist egal, ob man läuft, sprintet, sitzt, ist immer ein relativ stabiler Punkt. Also anders als jetzt zum Beispiel eine Position knapp oberhalb des Knies. Der Vorteil eben von dieser Montageart ist, wie gesagt schon, dass es halt sehr alltagstauglich ist. Ein Nachteil kann aber sein, dass gerade wenn ich, so wie zum Beispiel hier, Plattenträger trage und ich hätte auf der rechten Seite über meinem Holster noch Taschen oder Equipment, dann kann es durchaus sein, dass ich hier in Konflikt komme bei dem Ziehen, weil ich zum Beispiel, wenn ich eine Tasche hätte, gar nicht
so gut darauf zugreifen kann. Jetzt kommen wir dann zur nächsten Montagehöhe, das ist nämlich Mid-Ride. Beim Mid-Ride, da ist das Holster ca. 10 cm weiter nach unten versetzt. Der Montagepunkt, das hier wäre jetzt zum Beispiel so ein klassisches Mid-Ride-System, ist noch immer die Hüfte. Also man sieht hier, das wird durch den Range-Belt oder auch im Gürtel durchgefädelt und der Montagepunkt des Holsters ist noch immer die Hüfte. Ja, das heißt, wenn das Ganze an der Hüfte montiert ist, bin ich noch immer mega stabil mit Hinsicht auf den Montagepunkt. Das heißt, ich kann noch immer sprinten durch die Gegend laufen. Das Holster ist immer noch relativ fix. Und da habe ich auch nochmal den Vorteil, dass ich zeige das auch nochmal hier, wenn ich hier Equipment an der Seite habe, komme ich auch hier weniger in Kontakt bzw. in Konflikt damit. Die dritte Montageart, das sind sogenannte Low-Ride-Montagen. Low-Ride-Montagen, ihr habt das hundertprozentig schon in irgendwelchen Filmen gesehen. Das sind nämlich Montagen, wo das Holster ganz knapp über dem Knie sitzt. Und bei diesen Low-Ride-Montagen, warum gibt es das überhaupt, warum ist das sehr beliebt? Das ist eben sehr praktisch, wenn man sich sehr viel in Fahrzeugen befindet, weil das Holster sozusagen sitzt dann hier mit meinem, also wenn ich im Fahrersitz oder im Auto drinnen sitze, habe ich noch immer Zugriff auf meine Waffe und vor allem, es kommt mir da nicht irgendwie in die Quere, auch wenn ich Sportsitze habe im Auto, dann drückt das nirgendwo. Also das ist einer der Vorteile von Low-Ride-Montagen. Einer der großen Nachteile von Low-Ride-Montagen ist, dass gerade in dynamischen Settings, wo ich mich sehr viel bewege, wo es sehr auch um Schnelligkeit geht, dass das gesamte Holster inklusive der Waffe sich beim Laufen mit mir mitbewegt. Und das ist sozusagen da eine Limitation von dieser Trageart. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Wolfgang, jetzt weiß ich alles über High-, Mid- und Low-Ride-Montagen und was da die Unterschiede sind, aber was sollte ich wählen? Generell, ihr habt es schon genau gemerkt, es kommt ganz darauf an, was möchtest du mit deinem Holster und mit deinem Waffensystem machen. Wie spielt das Ganze auch, also wie interagiert das Ganze auch mit deinem anderen Equipment, was du am Körper befestigt hast. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die beliebteste Montagehöhe aktuell immer Mid-Ride ist. Weil bei Mid-Ride vereine ich eben die Vorteile aus High- und Low-Ride. Ich bin eben noch immer an der Hüfte fixiert und ich habe aber auch den verbesserten Zugriff auf meine Waffe und komme eben nicht so leicht mit Equipment, was ich eventuell an der Seite montiert habe, in Konflikt. Ja, jetzt ist natürlich die Sache, hey, für welche Waffen gibt es das alles und Co. Wir haben aktuell bei Black Trident über 50 verschiedene Waffen, die wir sozusagen bei uns im Sortiment haben. Ihr könnt aus über 30 verschiedenen Laserlichtmodulen wählen, die ihr via euer Holster konfigurieren könnt. Und all das und noch mehr Informationen findet ihr bei uns auf der Website auf www.blacktrident.com. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie super gerne hier in die Kommentare. Wir beantworten euch die. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Wolfgang von Black Trident.